Moin und herzlich willkommen beim neuen Video von Motorrad Christiansen. Wir sitzen mit unserer Firma in Münster. Heute mit dabei der Gerd, unser Chefverkäufer im Laden hier. Ja. Und heute stellen wir euch zwei neue Brixton Modell 2021 vor, beides Euro 5. Und ja Gerd, erzähl doch mal, was machen wir hier für Fahrzeuge? Ja, mich kennt ihr ja schon in der Zwischenzeit. Ich habe heute die Premiere. Ich muss halt mit meinem Chef konkurrieren. Ich hoffe, dass es einigermaßen... Konkurrieren hoffentlich nicht, ja, zusammenarbeiten. Ich hoffe, dass ich es halbwegs hinbekomme, aber irgendwie kleine Aussätze habe ich immer. Vorsicht, Kameramann, sonst bist du überrollt. So, ja, wir fangen jetzt mal mit der Brixton Rayborn an. Die haben wir voriges Jahr auch schon im Programm gehabt, war auch der Renner. Momentan ist es auch ein schöner Einsitzer, wie man sieht, ist auch einzeln unten gefedert. Schöne braune kleine Sitzbank. Ja. Dann haben wir hier natürlich noch eine schöne Ledertasche dazu. Wir haben natürlich die Oldschool-Reifen drauf, die was früher auch mal so modern waren, die wo das breite Profil haben oder den breiten Reifen. Ja. Wieder die super kleinen Blinker mit eingebaut, LED-Blinker. Ja, die finde ich auch ganz cool. Die machen halt Retro und modern, vereinen die richtig gut. Ne? Was halt bei der auch cool ist, die ist jetzt erstmal ausgelegt für einen Mann. Ja? Es gibt aber zusätzlich auch noch eine extra Sitzbank, kannst du Gepäckträger abschrauben und kannst du noch so einen kleinen Hocker hinten mit drauf machen. Finde ich sehr, sehr cool. Ja. Eine Frage habe ich, wo wir gerade hinten bei Federung und so sind. Im letzten Jahr gab es ein paar Probleme bei dem Fahrzeug. Du kannst mal von hier hinten so reinfüllen. Ihr seht hier die Blinkeraufnahmen und hier gucken die Schrauben raus. Jetzt federe ich mal ein bisschen ein, muss mal ein Stück zurückgehen und dann sieht man schon, dass die Schrauben ordentlich nah Richtung Schutzblech gehen. Und dann haben die früher hier immer aufgesetzt. Die haben jetzt, glaube ich, härtere Stoßdämpfer nachgeliefert? Die haben härtere Stoßdämpfer nachgeliefert. Ja. Bei einer haben wir es jetzt montiert. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen durcheinander gekommen, weil alle Fahrzeuge auf einmal gekommen sind. Monteur hat sie jetzt schon montiert. Ich muss jetzt bloß noch mal rausfinden, was. Also die sollten schon etwas straffer jetzt sein. Ja. Damit einfach da nichts mehr kaputt geht, weil die Schrauben, die haben vorher richtige Beulen in die Schutzbleche gemacht, das war wirklich nicht schön. Waren wir auch, glaube ich, die ersten Händler, die das reklamiert haben und haben dann bei Brixton Bescheid gegeben und die haben jetzt beim Modell 2021 auch mit den neuen Stoßdämpfern direkt nachgebessert. Finde ich auf jeden Fall cool, dass sie das auch ordentlich umsetzen, wenn die mal ein bisschen auch negative Berichterstattung gibt, weil an irgendwelchen Fahrzeugen sind halt auch mal Fehler dran, die einfach mal... Also sind auf jeden Fall am Ball. Wir haben nochmal telefoniert mit denen, die sind noch nicht ganz aus. Also wie gesagt, wir probieren es erstmal mit den härteren Stoßdämpfern, dann sollen wir einen Bericht abliefern, ob es funktioniert und ansonsten sind sie dann immer noch so ein bisschen am Düfteln, wie sie es am besten lösen können. Was wir halt auch bei der Rayborn haben, ist halt auch auf, wie gesagt, Kaffeeräser gemacht, vom Stummellenker, also ein bisschen nach unten gesetzt, Spiegel wieder von oben. Du kannst es auch wahlweise nach unten machen, haben auch viele Kunden voriges Jahr gemacht, finden sie auch cool, dass es nach unten hast. Da musst du aber wieder aufpassen, wenn du drauf sitzt und so wie mein Chef etwas größer Mann ist, kommst du dann relativ schnell beim Einlenken an die Knie ran. Ja, da wird es dann gefährlich. Wenn du die nicht richtig eingestellt hast, dann kommst du auch nah Richtung Tank. Ne? Ja. Also ich finde es so besser, aber es gibt viele, die finden das einfach schöner, wenn sie andersrum sind. Ne? Und ihr wisst ja, Mattlack ist immer blöd, weil da musst du sonst alles komplett nachlackieren lassen. Kannst du nichts austupfen und nichts polieren. Ja, ja optikmäßig, vorne haben wir so ein kleines Leitblech dran. Finde ich auch sehr cool von der Optik her. Natürlich auch wieder ausgestattet mit den neuen Lampen, weil wir gerade bei den neuen Lampen sind. Ich habe eine Anfrage vom Kunden gehabt. Die Lampen sind jetzt offiziell bei den 2021er Modellen immer dabei. Also da gibt es nämlich die alte, du kannst es nachträglich noch bestellen, aber ich finde die halt gelungen, weil sie halt das X auch schon mit drin haben. Finde ich sehr cool. Da hatten wir ja viel Diskussion in der Werkstatt. Im Katalog oder auf der Internetseite ist ein Scheinwerfer mit einem Gitter abgebildet. Das ist dann der alte Scheinwerfer. Dafür gibt es ein Abdeckgitter. Für die neuen mit LED sind diese Abdeckgitter nicht zugelassen und deshalb kommen die Fahrzeuge Modell 2021 auch ohne diesen Gitter, dieses Steinschlaggitter, was davor. Ja, genau. Hast du mal einen Schlüssel? Dann können wir mal Zündung anschmeißen und dann können wir mal gucken, wie das aussieht. Ansonsten Euro 5, leistungstechnisch hat sich da nichts getan. Wir haben immer noch die 11,1 PS, also keine Leistungseinbuße zum Vorjahr, das ist alles geblieben. Ne? Haben sie uns auf jeden Fall versichert, dass da keine Einbußen mit drauf sind. Ja. So, Blinker machen wir mal auf. Und ihr seht das selber,
Sehr, sehr coole Optik. Ja, Ja. gefällt mir auch sehr gut. Was sie jetzt natürlich geändert haben, früher haben sie gehabt, hier auf dem Standlicht hast du nur den Tageslicht anschalten können. Ja, das haben sie aber geändert. Scheinbar ist das jetzt Pflicht, dass das nicht mehr funktioniert. Ja, Muss immer dauerhaft. ja genau. Ne? Ja. Sag mal, gibt es die Modelle 2021 noch auswählbar ABS oder CBS? Kann man noch ohne ABS kaufen oder sind die immer mit? Laut Hersteller gibt es einige Modelle noch. Nicht mehr alle, so wie früher, da hast du es ja aussuchen können mit CBS und ABS. Ja. Aber die meisten sind mit ABS. Die Cromwell, glaube ich, gibt es noch so, dass man die mit CBS bestellen Weißt du, kann. das ist, glaube ich, auch, ist das dann die einzige oder gibt es sonst noch was? Das Ich bin da gerade nicht so. Na, das ist momentan die einzigste. Ich habe mit Bruno telefoniert und er hat gesagt, wie gesagt, die Cromwell ist noch Ja. zum CBS. Empfehlung für euch. Gebt die 100-200 Euro mehr aus, bestellt die Fahrzeuge mit ABS, weil das sind die auch dauerhaft die nächsten Jahre definitiv auf dem Markt bleiben. Garantierte Ersatzteilversorgung und das funktioniert auf jeden Fall super. Deshalb nimmt einfach die mit ABS, habt da Ruhe. Was gibt es denn sonst noch bei der? Ist da noch irgendwas neu? Scheinwerfer haben wir gesagt, ist neu. Stoßdämpfer hinten haben die nachgearbeitet. Scheinwerfer ist neu. Ansonsten ist es so wie das Vorgängermodell geblieben, genau richtig. Du hast ja schon einiges verkauft. Gibt schon Resonanz? Irgendwie Kundenfeedback oder noch nicht? Momentan, also von den neuen Fahrzeugen, die stehen noch alle bei mir, weil die Kunden wächst. Der Zulassungsstelle ist halt momentan auch ein bisschen ein Problem. Ja. Aber die meisten werden jetzt abgeholt. So Feedback, viele Kunden finden die Brixton echt, weil es oldschool ist, richtig genial gelungen. Ja. Ja, einmal ist ja so, also sind eigentlich beschwerdetechnisch nur ein, zweimal das mit dem Schutzblech. Genau, bei Aber denen war das. Ansonsten habe ich gut zufrieden, genau richtig, ja. Was wir halt jetzt auch immer jetzt machen, dass wir die Maschinen mindestens so 10 Kilometer fahren, weil wir müssen immer testen, wenn der Motor warm ist, da kann doch mal sich ein kleiner Fehler einschleichen und das wollen wir jetzt auch vermeiden. Klar ist es für den Kunden schön, wenn du jetzt eine Maschine hast mit 1 Kilometer, finde ich auch cool, aber ich habe es dann lieber so, dass wir mindestens so 10 Kilometer drauf haben, dass wir wirklich die kleinen Kinderkrankheiten ausmerzen können. Und wenn Fahrzeuge noch weiter weggehen als ich sag mal 100 Kilometer, wirklich Süddeutschland oder so, dann fahren wir auch mal 25, 30 Kilometer. Das ist einfach nur ein besserer Service für euch, weil ihr könnt sicher gehen, dass am Fahrzeug alles funktioniert. Deshalb wundert euch nicht, wenn mal 20, 30 Kilometer drauf sind. Das sind keine Vorführfahrzeuge, sondern die werden wirklich vom Werkstattleiter bei der Abnahme des Fahrzeugs gefahren, damit da einfach alles gut ist. So, dann haben wir ja noch eine Maschine. Ich finde das Design ja richtig geil. Lackierung ist cool. Das gefällt mir richtig gut. Und ich mag das Design einfach. Komm, wir schieben die mal ein Stück vor, dann kann er da noch mal von der Seite füllen. Gibt es hierfür eine Zweisitzer-Sitzbank? Weil ich sehe Fußrasten für einen Sozius hat er ja dran, ne? Ja, Chef, das gibt's. Und zwar kannst du ja noch verschiedene Farben aussuchen. Die gibt's auch einmal in dunkelbraun. Neu dazugekommen ist, habe ich jetzt gestern entdeckt, die gibt's in so ein hellbraun. Kannst du auf jeden Fall variieren. Was halt auch neu dazugekommen ist, weil wir gerade beim Design sind, hier Brixton haben sie diesmal sehr, sehr geil gemacht. Auch als Schild fand ich, vorher war es glaube ich bloß ein Aufkleber und diesmal haben sie richtig ein bisschen Mühe gegeben. Ja, das Schild ist richtig geprägt, ne? Ja. Das ist ganz cool. Der Aufkleber ist aber ein Klarlack drin, ne? Ja. Das ist einlackiert ordentlich. Dann dann genau, richtig. Dann kann nichts, genau. Man da keine Sorgen haben. Ja, das ist halt jetzt die Sunray. Ist auf Kaffeeräser gemacht. Man sieht auch, dass der Auspuff auch ein bisschen höher gelegt ist, auch in Chrom gehalten. Ja. Was wir jetzt auch vielleicht fürs nächste Video vorstellen, ich habe jetzt einige Zubehörteile gekauft, was vielleicht für die Kunden auch sehr interessant sind. Es gibt richtig coole Ledertaschen, die kommen dann praktisch hinten hin, sind auch in dunkelbraun gehalten, macht einen sehr coolen Eindruck. Auch bei Felsberg zum Beispiel habe ich ein Bild gesehen, gefällt mir sehr, sehr gut. Es gibt auch noch hier so einen kleinen Gepäckträger hinten drauf, in Chrom, variabel matt auch. Kann man doch schon ein bisschen mehr Gepäck mitnehmen, brauchst du nicht immer einen Rucksack, kannst du hinten eine Tasche drauf machen. Und wie gesagt, mit Satteltaschen hast du ja auch wieder ein bisschen zu. Dann haben wir noch was ganz Cooles mitbestellt, die Werkzeugtasche, auch in braun.
die kommt dann unter die Lampe hin, richtig aus Leder gehalten, in rund gehalten. Also von der Optik passt es dann sehr, sehr cool. Ja. Und Auspuffanlage, ne? Und die Auspuffanlage, genau. Hast die für alle wahrscheinlich nicht. Die sind ein bisschen anders vom Winkel, ne? Weißt du, welches Fahrzeug ihr bestellt habt? Wir haben bestellt jetzt für die Sunray-Passe, für die Cromwell-Passe, für die Felsberg-Passe. Also wir haben fast alle Modelle dabei. Bei der Rayborn kannst du, glaube ich, so in dem Sinne nichts machen. Da kannst du vielleicht einen Chrom-Auspuff noch bestellen. Aber ich denke mal, als Chrom bei der Rayborn passt das nicht wirklich, weil es alles auf matt und schwarz gehalten. Deswegen die sagen, da brauchst du eigentlich kaum noch was verändern. Ja. Und ich habe, hast du gar nicht mitgekriegt, ich habe ein Dezibelmesser bestellt. Weil da waren auch schon diverse Nachfragen, da können wir uns euch auch berichten, wie viel lauter das Fahrzeug dann ist. Ich würde sagen, wir machen mal eine kurze Pause. Müllabfuhr macht gerade ein bisschen Krach, geht gleich weiter. So, Müllabfuhr hat ihren Job erledigt. Eins habe ich eben noch gesehen, was ich ganz cool finde. Hier an dem Fahrzeug haben wir auch eine komplett modern gehaltene Fußrastenanlage. Das finde ich für den Look und mit der Chromauspufanlage, die Kombination finde ich richtig cool. Und siehst du, hier ist das noch richtig klassisch gehalten. Einfach ein Rundstahl, der nach vorne geht. Das haben wir bei beiden Fahrzeugen, finde ich, ziemlich cool gelöst. Bremsanlage, Motor, Einspritzanlage, ABS-System, Fahrzeugelektronik ist bei beiden Fahrzeugen identisch. Ich habe vorhin noch mit einem Herrn von KSR Group gesprochen. Ab Herbst gibt es dann auch die ersten Brixton-Modelle mit 15 PS. Ich habe in ein paar Videokommentaren gesehen, dass da schon nachgefragt wird, aber das kommt dann erst irgendwann zum Saisonende. Das heißt, für die Hauptsaison dieses Jahr habt ihr dann diesen Standardmotor mit 11,3 PS, ja, bei um die 10.000 Umdrehungen. Fährt sich aber ordentlich. Ein paar Videos mit Brixton haben wir schon gemacht. Genau. Heute fahren auch Gerd und ich beide, dann bekommt ihr mal ein unterschiedliches Feedback. Er ist auch ein Stückchen kleiner als ich, dann seht ihr auch mal, bisschen leichter, wie das dann so aussieht auf dem Fahrzeug. Ja, ich habe Bock auf eine Probefahrt. Ja, würde ich auch mal so sagen. Können wir machen. Ja, ne? ja. Und noch ganz kurze Frage. Ihr könnt mich jederzeit anrufen. Ich bin immer für euch da. Wenn ihr technische Fragen habt, anrufen. Wie gesagt, ich bin von halb 10 bis 18 Uhr bin ich immer ständig da. Da ist also kein Problem. Das, ja. Nummer seht ihr hier. Ja. Alles klar, wir machen Probefahrt. Bis gleich. So. Auf geht's zur Probefahrt. Diesmal, das ist für mich die Premiere. Jetzt fahre ich schon mal das erste Moped und dann hinterher kommt das Fazit von mir und hinterher fährt Nils zurück und ja, und er erzählt euch nochmal, was er so denkt. Ja, ich leg mal schnell langsam los. Das Schöne ist bei dem hier, bei der Felsberg hast du ja den großen Griff drin, da hast du ja die Zwischenstrebe mit drin, ist bei der natürlich alles offen, du siehst halt alles gut. Stellen wir mal schön die Spiegel ein hier. So, das sollte passen. Gut, dann legen wir mal los. Ja, lässt sich eigentlich schon butterweich schalten. Sitzposition ist halt jetzt so eine Sache. Man hockt halt ein bisschen gebeugt drauf und ja, auf Dauer für mich wäre es wahrscheinlich nichts mehr, weil vom Kreuz her ist es halt leicht gebückt. Aber ansonsten Spiegel kann man auch alles sehr, sehr cool erkennen. Du hast nichts im Weg, so wie bei den anderen Spiegeln von Felsberg zum Beispiel. Da haben wir ja schon bemängelt, die müssten ein bisschen weiter nach außen stehen. Aber die Spiegel sind top, also da kannst du alles richtig cool erkennen. Und es macht schon mal wieder richtig Spaß. Die Sonne schaut raus, macht schon wieder Spaß auf mehr. Drehzahlmesser, weiß ich nicht, ob man den jetzt unbedingt als groß braucht. Da hätte ich mir halt lieber vorgestellt, dass da der Tacho drin wäre. Weil das Digitale, okay, je nachdem die Sonne reinscheint, siehst du halt hinterher nichts mehr. Und ja, heutzutage musst du ja auf jeder Ecke ja auch gucken, dass du deine Geschwindigkeit einhältst, weil sonst hast du ja relativ schnell die Polizei an Bord. Beschleunigung macht Laune für eine 125er, sehr, sehr cool.
Auch neutral, sehr cool, geht relativ leicht rein. Bei manchen Maschinen ist es halt so, weil es halt neu sind, da geht es halt noch ein bisschen hakelig zur Sache. Aber hier wunderbar, sehr cool. Weil ich immer sage, sehr cool, denke ich gerade so an einen Mann, der hat mich beurteilt und immer hat er gesagt, wenn ich cool gesagt habe, dann hat er sich einen Schnaps dabei getrunken. Ja, kann er ja heute auch wieder machen, aber ich denke mal, wird ein bisschen, wird ein bisschen mehr Schnaps kriegen diesmal. Ja. Gut, Fazit beim Blinken, okay, gewöhnt man sich vielleicht irgendwann dran oder ich schätze mal nach einer halben Stunde hast du es auch automatisch im Griff. Ja, kannst du sehr gut mit dem Verkehr mitschwimmen. Ja, macht Spaß, muss ich sagen. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Wie gesagt, das ist jetzt meine erste Probefahrt mit dem Kleinen. Ich selber fahre eine Benelli 502C. Ist natürlich ein bisschen was anderes von der Sitzposition, aber man kann sich schon ein bisschen dran gewöhnen. Aber wie gesagt, halt, man muss halt gucken, wie man halt im Kreuz klarkommt auf Dauer. Guck mal, aber wenn du nicht drauf aufpasst, bist du auch schon wieder schneller als erlaubt ist, gell? Es geht beim Motorrad relativ schnell, auch bei einer 125er, musst du schon richtig gucken. Wir wollen ja vernünftig fahren. Sitzposition, okay. Bei mir passt es relativ. Schauen wir gleich mal, was der Chef dazu sagt. Bei mir sind die Knie noch richtig gut und du hast ja hier auch noch eine ganze Ecke. Müsste eigentlich für meinen Chef auch noch passen. Dann wisst ihr auch schon die Größe. Also wie gesagt, ich bin 1,75 groß, wiege ungefähr 80, irgendwo sowas, zwischen 80 und 83 Kilo. Also für mich ist es eigentlich optimal. So, dann haben wir natürlich hier ein Stoppschild. Dann wollen wir das auch mal richtig machen. Und wo halten wir am Stoppschild? Am Strich. Alles gut, dann fahren wir weiter. Guck mal, und wieder ein Stoppschild. So, wir ordnen uns mal nach links ein. So, ordnungsgemäß. Und dann können wir fahren. Oh, guck mal, das ist mit der Stabcode. Die kann man nämlich hochklappen. Muss man aufpassen. Aber wie gesagt, muss ich nochmal betonen, die lässt sich sehr, sehr geil schalten. Ist sehr butterweich, nichts hagelig. Sehr cool. Macht einen ordentlichen Eindruck. Vom Schalten her auch. Gut, mit den Schaltern muss man sich halt ein bisschen dran gewöhnen. Weiß nicht, ob das dann noch bei Brixen so für das Oldschoole ist, gehe ich mal davon aus. Ja, ich denke mal, wenn die gut eingefahren ist und man fährt die ordentlich ein, wirst du deine 101, 102 schon erreichen. Ja. Da müssen wir mal abwarten, ob Brixen schildern sind, aber vielleicht wollen ja, wie gesagt, der Chef hat es ja schon ertont, die wollen ja auch ein bisschen mehr PS rausbringen, der Maschine auch ganz gut tun, glaube ich. Ja, aber so, was sie jetzt so leistet, kann man eigentlich auch schon zufrieden sein. Ja. Macht Spaß, muss man so sagen. Für das kleine Ding ist schon cool. Ja. Wie gesagt, Sitzposition muss man hin und ihr seht ja selber, Seitenständer ab. Geht es automatisch aus, finde ich auch sehr angenehm. Dann kannst du nichts verkehrt machen dann. Ja, mein Fazit von den Maschinchen, ich finde sie cool. Jetzt haben wir wieder natürlich cool, genau, kannst du wieder einen heben. Ist sehr gelungen, haben wir ja schon vorgestellt, also mir hat Spaß gemacht und immer wieder gerne. Ja. Wie gesagt, mit der Sitzposition muss man halt selber rausfinden, woran es ist und so. Wie gesagt, hier, das ist das, wo ich irgendwie gerade nach oben, da fehlt ja plötzlich der Ding dann drauf und da musst du halt dann gucken, dass du ihn wieder runterkriegst. Der geht da relativ leichtgängig nach oben. Ja, hätte vielleicht so eine Raste mit rein können, so eine kleine Blockade, dass er dann nicht so leicht nach oben geht. Aber ansonsten gibt es eigentlich nichts so weit zu bemängeln. Das war halt das einzige Nachteil, aber ansonsten ganz gut. Gut.
Der Gerd ist gerade schon eine Runde mit dem ersten Fahrzeug gefahren. Wollte auch eine Runde fahren, geht aber leider nicht, da ich mir das Knie verletzt habe und ich das nicht so weit anwinkeln kann. Was wir beide vorhin schon gesehen haben, die Fußraste, die springt immer schnell hoch, wenn man da mit dem Bein hochkommt. Die muss man dann mit der Hand eben schnell wieder runterklappen, wenn man weiterfahren will. Ansonsten bin ich ja schon einige Male Brixton gefahren, habt ihr auch in anderen Videos gesehen, dass ich Motor und Co. kenne. Ja. Ich schmeiß mich mal eben drauf, dann sieht man die Sitzposition bei mir. Und dann bin ich mal gleich gespannt, was du noch zu dem Fahrzeug sagen kannst. Ich muss sagen, die Größe vom Fahrzeug gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Das habe ich schon gesehen, als Gerd gerade auf die Tanke gekommen ist. Und man sieht, wenn du mal rumkommst mit der Kamera, für mich ist die also die Ausbeulung für das Knie ein kleines Stückchen zu kurz, wenn ich drauf sitze. Da der Tank aber so schmal ist, stört mich das nicht. Das wäre dann eher so eine optische Geschichte. Auf jeden Fall sieht dann ungefähr so das Ganze aus, wenn ich drauf fahre. Ja, dann erzähl mal, Gerd. Ja. Wie war deine erste offizielle Runde für ein Video? Erstens hat es mir sehr gut gefallen, weil ich ja eigentlich noch nie dabei war, habe ich ja euch erzählt. Sie lässt sich sehr, sehr gut fahren, die Gänge gehen super geil rein, also da hast du überhaupt kein Hakeln, so wie bei manchen Fahrzeugen eventuell. Ja, das ist richtig gut gelungen. Guck, jetzt bist du schon wieder drauf. Dann hast du den sofort wieder oben. Ja, und das ist ein bisschen ein kleiner Nachteil, weil plötzlich treibst du ins Leere und denkst dir, Scheiße, was ist jetzt? Wo ist es gelandet? Aber wenn man sich dann gewöhnt, ist okay. Ich glaube auch, wenn das 2-3 Mal passiert ist. Ja. Sitzposition, okay, habe ich ja euch schon gesagt. Also für mich auf Dauer wäre es natürlich jetzt nichts, weil du hockst halt schon leicht gebeugt drauf und da merkt man es dann schon irgendwo im Rücken drin. Aber ich denke mal, ist alles Gewohnheitssache und der, wo halt wirklich Bock auf so einen Kaffeerefer hat, der weiß das im Voraus. Auch wenn der Lenker hier ein bisschen ist. Ich habe die hier, wenn die ein bisschen, ja, sagen wir so, richtig, genau, da merkt es halt dann ein bisschen im Handgelenk. Schalter, wie gesagt, ist Gewöhnungssache. Ich hoffe, dass sich Brixton vielleicht mal ein bisschen was Neues einfallen lässt. Aber ich denke mal, das gehört zum Oldschool-Look. Das ist genau das, was ich auch gesagt habe. Aber wie gesagt, die funktionieren gut, aber auch schön finde ich nicht. Ja. Weißt du, dann hast du auch hier so moderne Fußrasten. Das sieht dann irgendwie wieder cool aus. Hast ein Highlight auf dem Pad und dann diese Dinger. Und was man hier auch machen kann, für die noch mehr Kaffee-Racer-Look haben wollen, dann muss ich mal nachfragen, ob die noch arretiert sind. Ansonsten kann man die natürlich auch noch hier unten montieren. Dann kommt man noch tiefer mit dem Lenker. Das mögen natürlich viele Kunden auch gerne. Stimmt. Das können wir in der Werkstatt mal testen. Das machen wir heute noch, bevor wir die Rayburn gleich fahren, beziehungsweise du, ich bin ja gerade nicht. Und dann gucken wir mal, wie das aussieht und ob das überhaupt möglich ist. Das erfahrt ihr auf jeden Fall gleich im Video noch. Ja. Fazit. Und so weiter. Super. Ich muss auch sagen, also für das Geld, was man ja ausgibt, überlegt man, eine Fenty kostet 5.000. Ja, da kriegst du hier viel Moped, ne? Da kriegst du viel Moped und auch von der Beschleunigung war ich ziemlich überrascht. Also das geht richtig voran. Ja, gut, ich habe jetzt Gegenwind gehabt und ist nur neu. Ich wollte jetzt nicht so an Haaren ziehen, aber habt ihr gesehen, so 80 habe ich schon gut drauf gehabt hier auf der und die wollte nach oben, aber wie gesagt, neues Fahrzeug quält man natürlich nicht so. Ich denke mal, der, wo sich gut einfährt, da wärst du mit meiner Sitzhöhe und so, wärst du schon auf 100 irgendwo rumkommen. Das denke ich auch, 100 drin. Sound fand ich gerade ganz gut. Also wie lange Sound ist cool, genau. Ja. Die macht mit der Tröte hinten dran echt ganz guten Sound. Ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt die Rayburn und testen das mit den Lenkerstummeln. Das können wir gleich eben im Jan aus der Werkstatt geben. Mal eben einmal gucken. Dann schauen wir da, genau. Nur die Klemmungen müssen die Rohre rausziehen und dann kann er die dazwischen machen und mal gucken, ob das dann passt. Auch von der Federung, richtig cool. Ja, also ich auch nicht. Ist wie bei allen Brixton Finden noch einstellbar von der Härte. Ne? Ich weiß nicht, mit der Hand. Ein Klick weiter. Normal kannst du hier einen Schlüssel oder einen Schraubendreher reinstecken und dann kannst du die drehen, um die Härte zu verstellen. Aber ich fand das jetzt so schon ganz gut. Ausgeliefert werden die immer hier in dieser Mittelstellung und dann kann man selber ein bisschen weicher oder härter stellen. Genau. Ich sag mal, wenn man jetzt nur 50, 55 Kilo wiegt oder sowas, dann macht das
sind, um sie ein bisschen weicher zu stellen. Genau. Und was er Man hat kein Durchschlagen. Nichts. genau. Vielleicht was er beachten muss, wenn er natürlich ein bisschen Rucksack oder ein bisschen schwerer hat, dann stellt er es wieder um, oder wenn ein Beifahrer dabei hinten dran ist, einfach ein bisschen höher stellen. Das ist ja jetzt eh kein Fahrzeug für einen Zwei-Mann-Betrieb. Ja, genau. Bei der Rayburn, wenn man die umbaut auf einen Zweisitzer, würde ich auf jeden Fall ein bisschen Geld ausgeben und würde mir voll einstellbare Stoßdämpfer für hinten kaufen, also ganz neue. Ja, Die auch ein bisschen höher sind, wo das nicht so weit genau. steht. Ja. Ich denke, die sind auch für einen Ein-Mann-Betrieb sind die gut ausgelegt. Ja. Für zwei Mann würde ich die austauschen. Alles klar, wir sind Ja. gleich in der Firma mit dem anderen Moped. Alles klar. So machen wir's. Bis gleich. Bis gleich. So, liebe Leute, ich bin wieder mal da. Wir testen jetzt die Rayburn. Vom Lenker identisch, also gleich wie die Sunray. Aber halt wieder Einzelsitz. Da bin ich ja gleich mal gespannt. Okay. Ja. Ist ein bisschen härter als eine Sitzbank. Zündung haben wir an. Spiegel wieder einstellen, bevor wir losfahren, dass wir ein bisschen was sehen. Also wie gesagt, von der Optik seht ihr ja selber eigentlich dasselbe. So, dann fahren wir mal ein Stück. Ja, da sitzt man schon ein bisschen anders drauf. Was ich ja auch merke, ich will immer so ein bisschen nach hinten rutschen. Und wenn du auf die Bremse gehst, rutscht du automatisch wieder Richtung Tank. Weil der Ledersitz ist doch ein bisschen ziemlich glatt. Ja, so vom Fahren identisch wie die Sunray. Lässt sich auch sehr cool schalten. Also Sitz ist ein bisschen gewöhnungstüchtig, du rutschst immer wieder Richtung Tank. Ja, oder ich bin nicht schwer genug, dass die Federn nach unten gehen. Kann natürlich auch sein. Aber ansonsten recht cool. Vergleichen wie der Sunray, also vom Sunray her, vom Sitzen her, ja. Es ist ein bisschen anders als eine Sitzbank, aber so von der Handhabung dasselbe. Wobei, ja, die macht ein bisschen mehr Kurvenfahrt. Die Sunray hat wahrscheinlich eine andere Gewichtsverlagerung. Da musste ich schon ein bisschen in die Kurve reindrücken. Aber ansonsten, vom Klang her, können sie die auch nicht verstecken. So ein schöner, dunkler Klang. So, der Gerd hat eine gute Runde gedreht. Die Rayburn bin ich ja letztes Jahr schon gefahren. Technisch hat sich mit dem Euro 5 Modell nichts mehr gefahren. Jetzt kommen wir zum Fazit von den beiden Mopeds. Zudem kann ich fahrtechnisch nichts sagen, aber du sagtest schon, Sitzposition ist nach vorne gebeugt ein bisschen. Genau. Aber das will man ja eigentlich auch. Ja. Habt ihr in der Werkstatt geguckt, ob sich das umbauen lässt? Lässt sich leider nicht umbauen, aber du hast Eine hier, Arretierung wahrscheinlich. genau, du hast zweimal zwei Punkte drin mit einer Nase. Du kannst den Lenker auch noch ein bisschen nach vorne machen. Also du kannst ihn nicht gekrümmt, sondern kannst ihn noch ein bisschen so machen. Okay, ich kann den Winkel nach vorne Genau, drehen, richtig, ja. Ja gut, dann kann man immer ein bisschen was Kann man noch variieren, genau. gerade machen, Ja. wenn man will. Also ich habe es jetzt gemerkt beim Nachhausefahren, mir hat wirklich das da unten wehgetan, weil ich mich halt, weil du dich halt aufbeugst. Aber das ist Geschmackssache. Weißt du, ich glaube aber auch, dass Bremse und Kupplung könnten noch tiefer Können noch ein bisschen, montiert werden. ich meinte, Hätte man die genau, Handgelenke ja. auch weiter unten. Ne? Siehst du, die sind sehr weit Ja, oben, die müssen genau. eigentlich Bisschen weiter runter, tiefer. weiter nach Ja. unten. Aber wenn ihr euch für so ein Ding entscheidet, dann machen wir das mit euch. Passt genau, fertig. genau, richtig. Ja. Was ist dein Favorit, wenn du dich entscheiden müsstest bei den beiden? Die Sunray. Okay, Ja. meine wären nämlich die, also optisch finde ich die hier cooler, aber das ist auch ein Highlight, ne? Mit den Taschen, mit dem Gepäckträger. Da komme ich gleich noch dazu. Da habe ich so ein bisschen, ja, aber wir sind jetzt bei ihr. Also wie gesagt, mein Highlight ist halt sie, weil du hast halt eine bequeme Sitzbank drauf.
Ich habe auch gemeint, weil die Fußraste ein bisschen nach hinten ist, aber das macht überhaupt nichts. Beim Nachhauseweg habe ich es mal gut kurz getestet. Also ich war kurz auf 101 km/h. Also da kommt er locker hin. Ja, ja gut, das schafft die andere dann ja auch. Ich Ja. glaub, die haben sogar die gleiche Reifengröße, ne? Gleicher Motor. genau, richtig. Dann Ja. müssen da ja auch 100 drin sitzen. So, ich habe es ja jetzt auch nochmal getestet. Chef sagt, er hat verfolgt ja auch. Was bei mir ein bisschen ist, entweder ich bin zu leicht, weil wenn ich drauf gehockt bin, der Sitz ist ziemlich weit schräg oben und weil er so rutschig ist, immer wenn ich auf die Bremse getrabt habe, bin ich direkt zum Tank vorgerutscht. Ja, genau. Und immer wenn du ein bisschen nach oben gehst und automatisch rutschst du wieder nach vorne. Also das hat mir jetzt nicht ganz so getaugt. Was ich noch cool finde, das haben wir vorhin vergessen, in den Gepäckträger ist eingestanzt Brixton und das fand ich schon richtig gut gelungen. Also ist schon cool. Wie ist denn der Sitz hier? Ist zu hart? Jetzt auch Entweder ich bin zu leicht, also wie gesagt, du merkst, dass er leicht einfedert, aber es fehlt was. Also ich denke mal, ist ein bisschen zu hart. Aber gut, wir können noch eine Stufe leichter machen und hier sind jetzt die härteren Dämpfer drin. Aufgrund, dass sie das hier so ein bisschen versaubeut. Kann natürlich auch deswegen sein, dass du dann praktisch da immer nach vorne rutscht. Wenn die ein bisschen weicher eingestellt ist, dann kommst du ja automatisch mit dem Popo wahrscheinlich ein bisschen weiter nach hinten. Ich habe den damals empfohlen, einfach ein kleineres Schutzblech zu montieren oder die sollen im Werk Eine Einkerbung. Einkerbung machen. Ne? Ja. Dass Ja das gut. von eine Metallarbeit her, dass da eine coole ist. Jetzt ist die natürlich ein bisschen härter. Ne? Was ich halt jetzt vorhin mal auch schon festgestellt habe, Kunde kannst du nie alles richtig machen. Ich habe jetzt schon einen Kunden vorgeschlagen, weißt was, ich zerleg dir alle Mopeds, leg dir alle in Einzelteile hin und dann kannst du dir zusammenbauen, wie du lustig bist. Dann hast du den Geschmack. Aber wie gesagt, Fazit, ich finde sie alle zwei cool. Von der Fahrtechnisch hat sich nichts verändert. Lenker hast du denselben. Von Motorisierung ist es auch cool. Die haben die festen Fußrasten, da passiert gar nichts. Mir ist es bei meinem Nachhauseweg wieder passiert, dass die wieder hochgeklappt ist, weil wenn du automatisch einen Fuß unten hast und du gehst nach oben, drückst du den automatisch hoch. Ja, genau. Aber wie gesagt, gewöhnt man sich dran, vielleicht, dass die da mal ein bisschen so ein Gegenstand, also so einen Widerstand drin haben, dass es einfach ein bisschen härter ist, dass man da mal sagt. Die Einklapper sein. Ja. Sonst hätte ich ja gesagt, kann man die einfach mit einer Schraube fixieren. Ne? Okay. Statt ja. Holzen, Schraube rein, fertig. Wir könnten mal testen, wenn man die Apparatur hier abbaut, ob der Sitz hier drauf passt. Der Rahmen ist nämlich identisch. Ne? Und hier oben der Träger, der ist komplett geschweißt, also der ist geschraubt. Ist dieser Bügel auch da drunter, ja, ne? Ja, ist auch da drunter, da ist das Schutzblech Das dran. könnte, Das könnten wir mal testen. genau. Wenn die Sitzbank hier drauf passt, das wäre natürlich ziemlich cool. Ja. Ne? Das probieren wir noch mal aus und melden uns. Ja. Und wie gesagt, sobald die Sachen alle da sind, wie Auspuff, Ledertaschen und so weiter und so fort, seid ihr natürlich live dabei. Wir montieren die vor Ort, wird bestimmt spaßig mit dem Chef, hat man bestimmt ein bisschen was zu lachen, aber ich denke mal, das wird alles schon richtig super ausschauen. Gibt es dafür schon Lieferung? Kommt das alles schon nächste Woche? Wir haben jetzt bestellt, die sind normalerweise relativ flott mit den ganzen Bestellungen. Also ich denke mal, dass die spätestens eventuell Mittwoch schon ankommen. Ja, und dann können wir gucken, wie wir zeitlich dahin passen. Ja. Also Fazit, ich finde sie alle zwei sportlich, ich gebe mir halt mehr für die entscheiden, weil wie gesagt, hier bist du halt mehr am Rutschen, hier hast du halt einen festeren Halt, aber ansonsten alles gleich. Und ja, optisch ist ja richtig gelungen, klar, die ist halt richtig auf Oldschool, so wie es früher war, aber wie gesagt, ist alles Geschmackssache. Ja. Zum Abschluss sage ich noch, Dankeschön, Chef, hat richtig Spaß gemacht und ich denke mal, vielleicht sehen wir uns jetzt so in dem Sinne ein bisschen öfter. Ja. Das war öfter mal was zu Genau, sagen, richtig. Denkt dran, Kanal abonnieren, gefällt mir drücken. Wenn ihr Fragen habt, schreibt das in die Kommentare rein. Wir versuchen die Sachen zeitnah zu beantworten. Oder ruft einfach bei uns an. Ihr landet bei uns in so einem Telefonmenü, drückt die 1. Bist du automatisch bei mir und ich helfe gern weiter. Genau. Und, der berät euch dann weiter. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Genau. Auf Wiedersehen, schönes Wochenende. Alle schön gesund bleiben, wie immer halt.